Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch, Podcast. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist Tag 189 und unser Thema für heute lautet globale Verantwortung. Ein wirklich großes und spannendes Thema, absolut. Genau. Und passend dazu lernen wir heute 15 wichtige Wörter für den Alltag. Aber bevor wir richtig anfangen, stell dir mal folgendes Szenario vor. Ich bin gespannt. Also, 2 Länder teilen sich einen riesigen, lebenswichtigen Fluss. Und plötzlich beschließt Land A, einen gigantischen Staudamm zu bauen, um Strom zu erzeugen. Oh, das gibt bestimmt Probleme. Richtig. Land B hat dadurch auf einmal kaum noch Wasser für seine Landwirtschaft. Wer entscheidet jetzt, wer Recht hat? Ja, das ist die große Frage. Es gibt ja keine globale Weltpolizei, die da einfach hinfährt und den Damm stoppt. Genau darüber, also über diese Mechanismen, wollen wir heute sprechen. Ein unglaublich gutes Szenario, weil es genau das Problem der modernen Welt auf den Punkt bringt. Finde ich auch. Aber bevor wir in die Wörter eintauchen, haben wir heute eine besondere Technik für euch. Heute zeigen wir euch eine sehr effektive Methode, um eure Aussprache zu verbessern. Shadowing. Ah, Shadowing. Das ist eine super Sache. Absolut. Beim Shadowing sprecht ihr fast gleichzeitig mit dem Sprecher. Okay, und wie genau machen unsere Zuhörer das am besten? Hier sind 3 einfache Schritte. Schritt 1. Zuhören. Hört zuerst nur zu. Achtet auf die Aussprache, die Betonung und die Pausen. Man soll sich also gar nicht auf die Regeln konzentrieren. Genau. Denkt nicht an Grammatik, hört nur den Klang. Okay, das klingt machbar. Was ist der nächste Schritt? Schritt 2. Mitsprechen. Jetzt sprecht ihr mit. Versucht, genau so zu sprechen wie der Sprecher. Achtet auf Tempo, Stimme und Gefühl. Das braucht ein bisschen Übung, aber es hilft enorm, ja. Und dann kommt Schritt 3. Aufnehmen. Nehmt euch selbst auf. Vergleicht eure Stimme mit dem Original. So erkennt ihr eure Fehler und könnt euch verbessern. Ein toller Tipp. Gibt es da noch was man falsch machen kann? Ja, ein wichtiger Hinweis. Bitte lest nicht nur still mit. Shadowing funktioniert nur, wenn ihr laut sprecht. Euer Mund muss die Bewegungen trainieren. Das ist wirklich wichtig, Leute. Also sprecht laut mit. Und bleibt unbedingt bis zum Ende dran, dort hört ihr unsere Mini-Story. Genau. Da kommen dann alle Wörter nochmal vor. Lass uns aber direkt in unser Flussszenario springen. Gerne. Also, wenn Land A und Land B streiten, an wen wenden sie sich? Wer hat da überhaupt das Sagen? In solchen Fällen wenden sich Staaten an eine übergeordnete Organisation. Und da sind wir direkt bei unserem ersten Wort für heute, die Instanz. Die Instanz. Auf Englisch sagt man dazu Authority oder Body, richtig? Richtig. Eine Instanz ist eine offizielle Stelle oder eine Behörde, die für wichtige Entscheidungen zuständig ist. Hast du da ein Beispiel? Ja, auf globaler Ebene sind die Vereinten Nationen eine wichtige internationale Instanz bei Konflikten. Sprecht das gerne mal nach. Die Vereinten Nationen sind eine wichtige internationale Instanz bei Konflikten. Aber Moment mal, die UNO hat doch keine eigene Armee, die einfach den Staudamm abreißt. Stimmt. Es ist eher wie ein Schiedsrichter beim Fußball, der die Regeln kennt, aber darauf hoffen muss, dass die Spieler auf ihn hören. Ein super Vergleich. Und weil der Schiedsrichter keine direkte Macht hat, müssen sich die Staaten zusammentun, oder? Ganz genau. Und das führt uns zu unserem zweiten Wort. Das Bündnis. Ein fester Zusammenschluss von Staaten oder Partnern. Auf Englisch übersetzt man das mit Alliance oder Pact, also wie eine Gruppe von Freunden, die ein gemeinsames Ziel hat. Ja, so kann man das sagen. Die Staaten haben ein wirtschaftliches Bündnis geschlossen, um sich gegenseitig zu helfen. Wenn man alleine verhandelt, ist man schwach, aber im Bündnis ist man stark. Exakt. Und worum streiten diese Bündnisse meistens? Um unser drittes Wort. Die Ressourcen. Auf Englisch ist das ganz ähnlich, nämlich Resources. Das sind die natürlichen Bestände wie Wasser, Öl oder Energie. Richtig. Der ungleiche Zugang zu knappen Ressourcen führt weltweit zu neuen Spannungen. Klar, wenn Wasser knapp wird, gibt es Streit. Wie verhindern wir dann, dass es Krieg gibt? Die Länder müssen sich an einen Tisch setzen und Regeln vereinbaren. Das ist unser viertes Wort. Das Abkommen. Also ein Vertrag? Auf Englisch heißt das Agreement eine offizielle schriftliche Vereinbarung. Genau. Ein neues internationales Abkommen soll den Export von Plastikmüll streng regulieren, zum Beispiel. Aber wenn Politiker sich die Hände schütteln und das unterschreiben, ist das Problem dann sofort gelöst? Nein, und das ist ein großer Irrtum. Es braucht noch unser fünftes Wort.
Die Ratifizierung. Auf Englisch Ratification. Ratifizierung. Das klingt extrem bürokratisch. Ist es auch. Aber es ist wichtig. Ein Abkommen reicht nicht. Es braucht die rechtliche Bestätigung durch ein Parlament. Ach so, das Parlament zu Hause muss erst noch Ja sagen. Ganz genau. Erst nach der Ratifizierung durch die Mitgliedstaaten wird der globale Vertrag rechtskräftig. Das macht Sinn. Okay, wir haben jetzt die Instanzen, die Bündnisse, die Ressourcen, das Abkommen und die Ratifizierung. Ein gutes Fundament. Aber jetzt brauchen wir Verben, um zu handeln. Wenn jetzt eine Naturkatastrophe passiert, wie verhindern wir das absolute Chaos? Da brauchen wir unser 6. Wort, koordinieren. Also Aktivitäten sinnvoll aufeinander abstimmen. Auf Englisch, to coordinate. Und ganz wichtig für euch, die Perfektform lautet, hat koordiniert. Sehr gut. Die Hilfe nach der Naturkatastrophe muss international besser koordiniert werden. Hat koordiniert. Das ist logisch. Sonst schicken alle gleichzeitig Flugzeuge und der Flughafen ist blockiert. Genau das ist schon passiert. Aber was machen wir mit Konzernen, die gar nicht helfen wollen? Da muss man strenger werden, oder? Freiwillig passiert da oft wenig. Richtig. Dann greift unser 7. Wort, verpflichten. Man zwingt jemanden per Gesetz. Auf Englisch to obligate oder to commit. Und im Perfekt hat verpflichtet. Also der Staat sagt, du musst das tun. Exakt. Die neuen Richtlinien verpflichten die Konzerne zu mehr Transparenz bei den Lieferketten. Hat verpflichtet, das ist ein starkes Mittel. Aber Zusammenarbeit bringt ja auch oft Vorteile für alle. Das ist unser 8. Wort. Profitieren. Auf Englisch to profit oder to benefit. Im Perfekt heißt das, hat profitiert, wenn ich einen Vorteil aus etwas ziehe. Genau. Von fairen Handelsverträgen sollten beide Seiten gleichermaßen profitieren. Das ist immer besser, als wenn jemand verliert. Absolut. Und hey, kurzer Einwurf an dieser Stelle. Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Das würde uns riesig freuen. Also, wir wollen in der Zukunft profitieren. Was müssen wir dafür heute tun? Wir müssen unser 9. Wort nutzen. Investieren. Geld, Zeit oder Energie in ein Projekt stecken. Auf Englisch to invest. Das Perfekt ist ganz einfach. Hat investiert. Richtig. Reiche Industrienationen müssen mehr Geld in die Infrastruktur von Entwicklungsländern investieren. Weil das am Ende auch unsere eigene Wirtschaft stabilisiert. Man hat investiert, um Probleme zu lösen. Und damit sind wir beim 10. Wort. Bewältigen. Ein schweres Problem erfolgreich lösen. Auf Englisch to overcome oder to manage. Und das Perfekt dazu lautet, hat bewältigt. Die Folgen des Klimawandels lassen sich nur durch internationale Zusammenarbeit bewältigen. Klimawandel ist ein gutes Stichwort für unser 11. Wort. Das Problem macht ja an der Grenze nicht Halt. Es ist grenzüberschreitend. Ein langes, aber wichtiges Adjektiv. Auf Englisch cross-border. Umweltschutz ist eine grenzüberschreitende Aufgabe, die kein Land alleine lösen kann. Stimmt. Und weil es so wichtig ist, dürfen Regeln nicht nur Empfehlungen sein. Sie müssen streng sein, also verbindlich. Unser 12. Wort. Auf Englisch binding. Das heißt, die Regel gilt absolut. Wir brauchen keine leeren Versprechen, sondern verbindliche Verträge beim Klimaschutz. Aber Regeln sind nicht alles, oder? Wir brauchen auch Mitgefühl und Zusammenhalt in einer Krise. Da sprichst du unser 13. Wort an. Solidarisch. Auf Englisch solidary oder supportive. In globalen Krisen müssen sich wohlhabende Staaten mit ärmeren Regionen solidarisch zeigen. Man hilft sich. Genau. Und das gilt nicht nur für Einzelne, sondern für die ganze Gruppe. Das 14. Wort ist kollektiv. Auf Englisch collective, also alle gemeinsam. Das Sichern des Weltfriedens ist eine kollektive Verantwortung aller Regierungen. Und das alles bringt uns zu unserem letzten, dem 15. Wort. Langfristig. Auf Englisch long term. Weil schnelle Plasserlösungen bei solchen Problemen nicht helfen. Nur eine langfristige Strategie kann die weltweite Lebensmittelversorgung sichern. Es muss für lange Zeit wirken. Super. Wir haben jetzt alle 15 Wörter behandelt. Aber wie sieht das im echten Leben aus? Genau das schauen wir uns jetzt an. Bleibt dran für unsere Mini-Story. Hört gut zu, wie viele der 15 Wörter ihr in dieser kurzen Geschichte wiedererkennt. Los geht's.
Eine Frau namens Maria sieht eines Tages, dass der Fluss in ihrer Stadt stark verschmutzt ist. Sie erkennt sofort, das Problem ist grenzüberschreitend, da der Fluss durch 2 Länder fließt. Maria meldet sich bei einer offiziellen Instanz, also der Umweltbehörde. Aber sie merkt schnell, dass sie allein nichts machen kann. Genau, sie hat das Problem nicht allein bewältigt. Deshalb gründet sie ein Bündnis mit ihren Nachbarn. Die Gruppe beschließt, dass sie kollektiv und vor allem solidarisch arbeiten wollen. Sie investieren viel Zeit und sammeln natürliche Ressourcen, wie zum Beispiel Werkzeuge und Müllbeutel. Maria ist echt engagiert. Sie koordiniert die ganze Aufräumaktion mit der Stadtverwaltung. Und der Druck wirkt. Die Stadt schließt ein Abkommen mit einer lokalen Fabrik, die den Fluss verschmutzt hat. Nach der offiziellen Ratifizierung im Gemeinderat sind diese neuen Regeln für die Fabrik endlich verbindlich. Die Fabrik verpflichtet sich, weniger Abwasser in den Fluss zu leiten. Und am Ende profitieren alle Menschen in der Stadt davon. Maria hat wirklich gezeigt, dass langfristig nur gemeinsames Handeln die Umwelt schützt. Eine tolle Geschichte, die alle unsere Vokabeln wunderbar zusammenfasst. Finde ich auch. Vom grenzüberschreitenden Problem bis zur verbindlichen Lösung war alles dabei. So lernt man Vokabeln am besten, im echten Kontext. Absolut. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Traut euch ruhig, macht Fehler, das gehört dazu. Und abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Morgen sprechen wir über... Rollen in der Familie. Das wird auch wieder super interessant. Oh ja, ein tolles Thema. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen bei Alltagsdeutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.